Das hier ist mein neues kleines Projekt, der Compaq Presario M2000 aus dem Jahr 2004. Der Laptop ist ein Kellerfund von Bekannten und leider war kein Netzteil dabei. Ich habe einige Wochen überlegt, ob ich mir ein Netzteil kaufe und habe mich dann überwunden, einfach weil ich neugierig war, mir ein Netzteil für 13 € bei eBay zu kaufen. Und hier liegen schon ein paar Sachen bereit, die vielleicht nützlich werden könnten. Man merkt dem Laptop natürlich sein Alter an. Es fühlt sich alles ein bisschen anders an, als man es heute gewohnt ist, aber es ist irgendwie doch auch stabil und wertig. Der Laptop hat früher mal, ich glaube, über 1000 € gekostet und wurde ursprünglich mit Windows XP ausgeliefert. Das ist heute natürlich nutzlos und man braucht ein alternatives Betriebssystem. Und da ich jetzt endlich ein Netzteil habe, kann ich endlich einen ersten Startversuch mit diesem Laptop machen und sehen, ob er überhaupt funktioniert. Das sieht schon mal gut aus. Er startet, er fährt hoch, das heißt, das Netzteil funktioniert, der Laptop ist nicht Schrott, aber es kommt gleich eine Fehlermeldung. Das kann viel bedeuten, zum Beispiel, dass der Computer versucht, von einem Netzwerk aus zu booten, aber das Netzwerk liegt nicht mehr vor, weil es vielleicht mal ein Firmenlaptop war. Vielleicht gibt es ein Problem mit der Festplatte, vielleicht mit den Kabeln der Festplatte, manchmal auch mit der Stromversorgung. Ich muss hier also auf die Suche gehen und den Fehler finden. Erst jetzt, wo ich mir die Tastatur etwas genauer anschaue, stelle ich fest, dass das eine spanische Tastatur ist. Habe ich noch nie gesehen, sieht aber lustig aus. Mit einem Dauerfeuer auf die F10-Taste während des Bootvorgangs komme ich dann noch ins Bootmenü. Hier sieht man auch das Alter des Computers ziemlich genau, das Systemdatum, und ich glaube, zu dem Zeitpunkt habe ich noch meinen Zivildienst gemacht. Man sieht aber auch die genaue Bezeichnung des Notebooks sowie den eingebauten Prozessor, ein Intel Celeron M. Das ist ein besonderer Prozessor und damit werde ich mich später noch auseinandersetzen müssen. Wie das bei solchen alten Geräten oft der Fall ist, ist die CMOS-Batterie wahrscheinlich leer, sodass sämtliche Einstellungen, die man im BIOS vornehmen kann, hier gar nicht mehr gespeichert werden können. Also da was zu ändern, nützt eigentlich nichts. Trotzdem kurzfristig für die Bootreihenfolge kann man das einmal ändern, um auszuprobieren, vom USB-Stick aus zu booten. Und wenn ich schon mal hier bin, nutze ich gleiche Diagnostik für die Festplatte. Es wird keine Festplatte erkannt. Deshalb muss ich das Gerät auf jeden Fall mal auseinanderbauen und reinschauen. Vielleicht liegt es nur an einem Kabel, das lose ist, oder aber es fehlt wirklich eine Festplatte. Übrigens, bei den erweiterten Zugriffsoptionen gibt es noch die Möglichkeit, die Bootdauer zu verzögern, sodass man leichter ins BIOS kommt. Dann ist auch kein Dauerfeuer mehr nötig. Ich habe jetzt einen bootfähigen USB-Stick eingesteckt, mit dem ich eine Linux-Version laden möchte. Aber das funktioniert nicht. Ich habe herausgefunden, dass dieses Gerät leider von USB aus nicht booten kann. Das war früher einfach nicht üblich, über USB zu booten. Man hat dafür meistens CDs oder DVDs benutzt. Und deswegen kann dieses System das auch noch gar nicht. Also schaue ich da jetzt mal hinein und schaue, ob ich da eine Festplatte einbauen kann oder die vorhandene Festplatte reparieren kann, um von da aus auf jeden Fall booten zu können. Von der Rückseite aus kommt man leicht an die einzelnen Bestandteile des Computers, die besonders wichtig sind und die man vielleicht aufrüsten möchte, wie RAM und Festplatte. Hier sehe ich aber, weder ein WLAN-Modul noch eine Festplatte sind eingebaut. Ich habe noch eine alte IDE-Festplatte ausgegraben. Sie hat 40 GB und ist von Samsung, hat das passende 2,5 Zoll Format und sollte eigentlich hineinpassen. An der Festplatte ist noch eine Schiene installiert, die ich abnehme, damit sie besser reinpasst.
Doch egal wie ich es drehe und wende, es will in diesen Laptop einfach nicht richtig hineinpassen. Man braucht anscheinend einen Adapter, um diese Festplatte anschließen zu können. Doch den kriege ich nicht für weniger als 15 Euro und daher lohnt sich das für mich gar nicht, hier auf diesem Wege das System wieder zum Laufen zu bringen. Obwohl das System noch gar nicht startklar ist, wollte ich einfach schon mal alles auseinanderbauen und mich hat interessiert, wie man das auseinander nimmt. Das ist hier bei diesem alten Laptop sehr kompliziert. Man muss 1000 Schrauben entfernen an verschiedensten Stellen, auch Schrauben, die man sehr leicht übersehen kann, um irgendwann doch recht brachial die einzelnen Bestandteile voneinander zu trennen. Beim Abtrennen der einzelnen Bestandteile muss man natürlich immer vorsichtig sein, dass man Plastikpins nicht zerbricht und so weiter. Noch viel schwieriger ist es aber zu sehen, ob wirklich alle Schrauben entfernt worden sind. Bei diesem Laptop wird das Gehäuse von mehreren Seiten zusammengehalten und um auch an die Vorderseite ranzukommen, muss man oben erst einmal aushebelnd eine Kunststoffabdeckung abnehmen. Hier kann man mit 4 Schrauben die Tastatur entfernen und muss dann auch noch die Verbindung zum Board vorsichtig auflösen. Auch die Kabel, die zum Monitor führen und falls noch vorhanden ein WLAN-Kabel, können auch an dieser Stelle hier getrennt werden. Um das Kabel der Tastatur zu lösen, aber auch bei anderen Kabeln in diesem Modell, gibt es kleine Plastikpins, die man verschieben muss, um dieses Kabel lösbar zu machen. Also bloß nicht mit Gewalt daran herumreißen, alles behutsam und vorsichtig. Hier löse ich auch das Kabel von dem Modul mit den verschiedenen Funktionstasten des Laptops wieder an- und austaste. Unter der Tastatur kommen dann auch wieder Schrauben zum Vorschein, die man lösen muss, um zum Beispiel das DVD-Laufwerk zu entfernen, aber auch später die einzelnen Gehäuseteile voneinander trennen zu können. Hier gibt es auch wieder weitere Kabel zu lösen. Dieses hier ist, glaube ich, das Interface-Kabel für den Mauspointer und die Tasten. An dieser Stelle würde normalerweise das Kabel für das WLAN-Modul verlegt sein, das fehlt hier aber. Im Schnelldurchlauf entferne ich hier die Schrauben des Displays, um es vollständig abnehmen zu können.
Bei mir saßen einige dieser Schrauben bombenfest, doch mit einem erweiterten Werkzeug und getrockneten Händen ging es dann doch wieder ganz gut. Man sieht jetzt deutlich noch viele weitere Schrauben, die man lösen muss. Damit man auch an die weiteren Schrauben rankommt, die noch verborgen sind, nehme ich das Modul raus. Hier sind wirklich gut versteckt viele Schrauben und die muss man wirklich alle lösen, damit man an den Prozessor und den Lüfter rankommt, aber auch andere Bestandteile sich genauer anschauen kann. Wenn man dann eines Tages tatsächlich alle Schrauben gefunden und gelöst hat, dann kann man auch mit Hilfe einer Karte oder mit anderem Werkzeug, das man hat, das Plastikgehäuse aushebeln und so die einzelnen Bestandteile voneinander loslösen. Wenn man neue Wärmeleitpaste auftragen möchte, muss man natürlich hier den Lüfter und den Kühler heraustrennen. Es lohnt sich, wenn man schon dran ist, das Ganze natürlich auch gut zu reinigen, zum Beispiel mit einem Pinsel oder mit anderen Hilfsmitteln, die man so benutzt. Ich hatte noch die Hoffnung, dass wenn ich das Motherboard sehe, dass man vielleicht Teile entfernen kann, sodass man doch die IDE-Festplatte, die ich habe, anschließen kann. Allerdings habe ich das nicht geschafft, stattdessen habe ich nur ein kleines Kunststoffstück abgebrochen. Es scheint fest verbaut zu sein und ich komme da auch nicht anders heran. Es ist also doch zwingend nötig, einen Adapter zu kaufen. Oder aber, was ich online gesehen habe, einen PATA zu SATA Adapter. Das ist im Grunde so ein Gehäuse, wo man eine SATA-Festplatte einbauen kann. Und diese kann man dann an diesem passenden Anschluss wohl anschließen. Auch das ist mir zu teuer für dieses alte Gerät und es lohnt sich eigentlich hier für mich nicht. Wenn man dann mit allem fertig ist, kann man im Rückwärtsgang alles wieder zusammenschrauben.
Hier habe ich noch ein IDE-Kabel, mit dem ich versuche, die Festplatte anzuschließen, aber da ich ja schon herausgefunden habe, dass doch ein Adapter nötig ist, ist es eigentlich vergebliche Mühe. Gern würde ich eigentlich die 500 MB RAM aufrüsten, aber da hier DDR1 RAM eingebaut ist und das unterscheidet sich nur in einem Pin von DDR2 RAM-Bausteinen und ich nichts Passendes habe, kann ich das leider nicht machen. Jeder Euro, den man in dieses alte System investiert, der muss sich halt auch rechnen, denn wenn ich das System vielleicht für 15 Euro verkauft kriege, dann habe ich gerade mal die Unkosten für das Netzteil abgedeckt und alles andere wird dann nur oben drauf gezahlt. Also, was mache ich jetzt mit einem Laptop, der keine Festplatte hat und der nicht von USB booten kann? Ich habe herausgefunden, dass es eine Linux-Version gibt, Plop Linux, die es möglich macht, von USB zu booten, und zwar auch bei Systemen, die das eigentlich ursprünglich gar nicht unterstützen. Man muss dazu einfach über eine CD Plop Linux booten und dann über den Bootmanager den USB-Boot aktivieren. Wenn dann schon ein bootfähiger USB-Stick eingesteckt ist, sollte es eigentlich klappen. Aber wie so oft bei diesem Laptop sind die Dinge nicht so einfach, wie sie sein könnten. Alles ist ein bisschen komplizierter und das, was normalerweise klappt, klappt hier aber nicht. Da immerhin ein DVD-Laufwerk eingebaut ist, versuche ich Puppy Linux von DVD aus zu starten. Aber auch das klappt leider nicht. Der Grund dafür ist der Prozessor. Es ist ein Prozessor, der keine Physical Address Extension hat, kurz PAE. Solche Prozessoren sind seit Mitte der 90er Jahre eigentlich gar nicht mehr üblich und tatsächlich ist dieser Laptop, den ich hier vor mir habe, einer der letzten, bei dem so ein Prozessor überhaupt noch verwendet worden ist, und zwar im Jahr 2004. Ab 2005 gibt es diese Prozessoren gar nicht mehr. Zum Glück gibt es aber einige Linux-Versionen, die für solche Prozessoren auch heute noch brauchbar sind, zum Beispiel Puppy Linux Tar, und genau das lade ich mir hier gerade runter. Vielen Dank an all die Entwickler, die diese Programme zur Verfügung stellen. Auf der Seite techchannel.de gibt es neben Puppy Linux Tar auch noch Antiques Linux und Bodhi Linux, von denen es auch Versionen gibt für Non-PAE-Rechner. Wenn man die Image-Datei von tar-puppy auf CD brennt, das geht mit Windows ziemlich leicht, dann kann man von CD aus booten. Dieses Betriebssystem ist ziemlich cool. Es lädt sich von CD in den RAM und verbraucht dort nur ungefähr 100 MB, um zu laufen, und dann läuft es vom RAM aus. Und bei alten Rechnern geht es damit halt ziemlich flott und das ist wirklich überraschend gut, auf einem 15 Jahre alten Laptop oder genauer genommen auf einem 16 Jahre alten Laptop doch vernünftig arbeiten zu können. Die Programme starten blitzschnell, also Textverarbeitung ist super gut möglich, aber auch andere Programme laufen sehr gut. Das Einzige, was halt nicht gut läuft, ist das Internetbrowsing, denn dafür bräuchte man eigentlich mehr RAM, gerade für Videostream und so weiter ist das dann doch zu wenig. Ein weiterer Nachteil bei diesem System ist, dass man die Einstellungen, die man vornimmt, leider nicht speichern kann. Es ist ja von CD aus gebootet worden, in den RAM geladen worden. Alles, was im RAM ist, geht ja mit dem nächsten Herunterfahren auch fort. Und was auf CD ist, kann nicht sozusagen erweitert werden. Es sei denn, man kann das Image auf der CD so erstellen, dass man auch neue Informationen darauf brennen kann. Dann würde das funktionieren.
Wer weiß, wie das geht, kann ja in den Kommentaren einen kleinen Hinweis dalassen für all diejenigen, die das dann mal ausprobieren wollen. Das Fazit für diesen alten Laptop ist, all die Arbeit, die man investiert, und das ist das erste Mal, dass ich das sage, lohnt sich hier kaum. Denn mit diesem Laptop kann man wirklich viele Dinge nicht mehr machen, die man sonst gerne machen würde, wie zum Beispiel das Internet-Browsing. Und es ist wirklich umständlich, wie ich das mit diesem System, mit dem, was da war, gemacht habe. Man hat ja gesehen, es ist kein WLAN-Modul eingebaut, es ist keine Festplatte eingebaut, das wäre zu teuer, das nachträglich noch zu machen. Und deswegen lohnt sich das kaum. Wer tatsächlich aber dieses System für sich auf Vordermann bringen möchte und das wirklich auch in der Gegenwart nutzen möchte, dem empfehle ich, sich da eine gute Festplatte einzubauen mit diesem PATA zu IDE bzw. zu SATA-Adapter und dann auch noch RAM zu erweitern. Dann kann man nämlich mit diesem System heute noch richtig gut arbeiten, zumal das Papi Linux eben so klein ist und so schnell ist, dass man wirklich die meisten Arbeiten wunderbar wie auf einem neuen Rechner bewältigen kann. Fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.